Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht diesmal mal wieder um das Joying 11,6 Zoll Autoradio mit Android-Betriebssystem. Letztes Mal habe ich euch gezeigt, wie man, beziehungsweise wie ich, die aktuelle Firmware von Januar 2021 auf das Gerät gespielt habe. Da hat man gesehen, dass ich es provisorisch schon mal ins Auto geschmissen habe. Aktuell ist es so, ich bin ein paar Mal damit gefahren. Ich habe ein paar Sachen ausprobiert. Ich habe es gerade wieder hinter mir liegen. Wir packen es gleich auf den Tisch. Wir gucken uns die Anschlüsse an und dann gucken wir, was wo reinkommt, so ein bisschen genauer. Ich werde ein bisschen erzählen, was ich bisher in den vielleicht eine Woche, vielleicht 2 Wochen Benutzung das an dem Radio gut finde und was ich schlecht finde. Und wir werden im zweiten Teil das Teil einmal nochmal anschließen und ich werde ein wenig über die Benutzeroberfläche, die Joying an der Stelle aufgelegt hat, nochmal ein bisschen schauen. Die Benutzeroberfläche ist stark verändert zu meinem alten Radio. Ich habe ja in meinem anderen Video ja auch schon mal ein 9 Zoll Joying Radio auseinandergenommen und wollte es einbauen, habe es auch eingebaut. Es spielt aktuell im Octavia von uns und so, dass ich relativ gut Parallelen ziehen kann und Unterschiede erkläre. Auf jeden Fall sieht es anders aus und das gucken wir uns dann halt im Teil 2 an. Als erstes geht es halt darum, dass wir das Teil einmal inspizieren, wie es zusammengebaut wird, wie es nicht zusammengebaut wird, was woran kommt, und deswegen nehme ich das Teil jetzt einfach mal auf den Tisch. Na dann, da ist das gute Stück. Also, wir haben das Radio. Ich mach's nochmal ab. Es ist relativ fest gesteckt. Toll. Es ist so festgesteckt, dass ich gerade 2 Nasen abgebrochen habe. Es gibt zum Glück Ersatznasen. Die werden automatisch mitgeliefert, weil die wahrscheinlich wissen, dass sowas passiert. Das ist schade. Beim Rest vom Radio, das haben wir uns ja schon mal angeguckt. Das ist jetzt die DIN-Blende, ist jetzt noch dran. Das, was wir sehen, ist das Kabel, was hier drin ist zum Anschluss. Das ist relativ lang. Das heißt, theoretisch, je nachdem, wie man halt das Radio anschließen will, hat man relativ viel Platz. Man kann aber auch das Kabel hier mehr oder weniger komplett reinfalten und dann halt das Radio anschließen. An sich, das Radio von vorne, eine Sache, die schnell übersehen wird. Hier vorne, also quasi das Teil hier, das ist ein Micro-SD-Kartenslot. Das heißt, da könnt ihr Micro-SD-Karten reintun mit Musik, Navi, Maps, was auch immer. Ja, ansonsten die komplette Einheit ist wirklich nicht tief. Wir haben hier eine relativ geringe Tiefe, sodass wir halt problemlos auch das halt, wenn wir nicht viel Platz haben, einbauen können. Und so sieht es von hinten aus. Ganz lustig ist tatsächlich, dass, wenn man sich die Anleitung anschaut, also ich habe hier die Anleitung und in der Anleitung sieht das Radio leider ein wenig anders aus. Hier war halt mal ein GPS-Anschluss und so weiter und so fort, sodass man sich halt auf diese Anleitung nicht wirklich verlassen kann. Wir legen sie mal beiseite, aber das meiste davon ist tatsächlich auch richtig. Ich klappe mal hier die Sachen ein bisschen zur Seite, damit man auch was sieht. Also aber relativ einfach. Wir haben einen optischen Ausgang. Damit können wir direkt in den Soundprozessor reingehen. Ganz praktisch für HiFi-Anwendungen, wenn man halt wirklich irgendwie eine DSP-Endstufe oder so daran anschließen will, kann man das ganz gut gebrauchen. Das nächste Kabel, was hier rausguckt, ist tatsächlich der SIM-Karten-Slot. Das heißt, man kann den auch relativ weit nach vorne legen, sodass man gegebenenfalls schnell die SIM-Karte wechseln kann, ohne das Radio auszubauen. Praktisch, wenn man halt oft wechselt. Dann haben wir hier tatsächlich 2 Anschlüsse. Es sind alle Anschlüsse, die halt irgendwie hochwertiger ausgelegt sind, haben hier so eine Schutzkappe drauf.
Wir haben hier zwei Anschlüsse für beide 4G-Antennen, 4G bzw. LTE-Antennen. Das ist ganz praktisch. Dann haben wir hier eine Reihe. In der Reihe ist der Eingang für einen externen Video- und Toneingang. In der Anleitung steht was von DVB-T-Modul. Das heißt, falls man hier ein DVB-T-Modul anschließen will, gelb ist das Video und rechts, links Ton. Das sind ganz normale Cinch-Buchsen. Als nächstes haben wir hier unsere normalen Cinch-Ausgänge für den Vorverstärkerausgang. Das heißt, rechts hinten, vorne hinten, rechts links und vorne links. Hier haben wir unseren Subwoofer-Ausgang. Das heißt, wenn wir einen Subwoofer anschließen können, haben wir einen Subwoofer-Ausgang. Und hier an der Stelle befindet sich noch ein Coax-Digitalausgang. Das heißt, ebenso wie der optische Ausgang können wir hier auch mit einem Coax-Kabel direkt in unsere Endstufe bzw. in den DSP gehen. Ein ganz normaler ISO-Antennenanschluss, das heißt, da kann man mit dem dicken Pinökel rein. Adapter war auch tatsächlich dabei für einen FACRA, das heißt FACRA auf ISO funktionierte soweit. War natürlich nicht dabei, sondern war in meinem Adapter-Set dabei, was ich für mein Auto gekauft habe. Der Mikrofoneingang ist für die Freisprecheinrichtung. Mikrofon war beim Radio dabei, das heißt einfach das Mikro reinstecken und schon hat man eine wieder funktionierende Freisprecheinrichtung. Dann haben wir hier zwei USB-Ports, zwei USB-Ports. Einer ist mit OTG gekennzeichnet, an dem hatte ich auch den Stick für das Firmware-Update. Ob es auch in dem anderen funktionieren würde, kann ich gerade nicht sagen, aber vielleicht ist es was Besonderes. Leider gibt es nicht wirklich eine Anleitung. An der Stelle haben wir noch den Port für die GPS-Antenne. Da kommt halt eine ganz normale GPS-Antenne, die auch im Lieferumfang dabei ist, dazu. Und dann haben wir auch über das Radio GPS. Hier kommt der Joying-Port, das heißt, hier sind die kompletten Kabel für Lautsprecher, Strom, Zündplus etc. pp. Und dann haben wir hier nochmal ein paar Antennen. Es steht hier nichts Brauchbares drauf auf den Antennen, was ich aber aus der Anleitung vielleicht entnehmen kann, ist, dass wir an der Stelle, ne, hier steht nichts, aber ich habe es mal irgendwo anders gesehen, dass es hier tatsächlich die Bluetooth und Wi-Fi-Antennen sind. Zwei dicke, ein dünner. Ich gehe davon aus, dass der dünne das Bluetooth 5.1 ist und die zwei dickeren halt die 5 GHz WLAN-Antennen. Und dann haben wir noch 2, 3, eigentlich 4 weitere Ports. Das ist interessant, wir haben einen Port für IR, normalerweise für Infrarot, war nichts dabei, weiß ich gerade nicht, was es ist. Wir haben einen CAN-In, also für wahrscheinlich einen CAN-Bus-Eingang. Wir haben einen CAN-Bus-Ausgang, der tatsächlich schon direkt angeschlossen ist an den Key-Stecker. Es gibt keine Anleitung, ich habe keine Ahnung, wofür die ganzen Sachen sind. Ich könnte mir vorstellen, dass ich das werksserienmäßige CAN-Bus hier reinspeisen kann. Inwieweit das was bringt oder funktioniert oder man es einstellen kann, ich habe bisher nichts gefunden. Dann schließe ich es an, aber ich kann es nicht konfigurieren. Bringt mir nicht viel ohne Anleitung. Joying, könntet ihr vielleicht was rausbringen oder den Leuten mehr Bescheid geben? Wir kommen nachher nochmal zu Sachen von Joying. So, das ist von vorne alles, was wir gesehen haben. Das ist das komplette Radio. Wir haben hier nochmal den Anschluss für den Port. Das heißt, wir sehen gerade nicht viel. Ich muss einmal... Moment. So, hier haben wir den Anschlussplan für den Joying-Port tatsächlich. Das heißt,
Wir sehen, am Joying-Port haben wir noch einen Antennenanschluss. Wir haben zweimal einen Antennenanschluss, das heißt quasi ein Remote-Ausgang, wo Strom drauf liegt, wenn das Radio an ist. Wir haben Lautsprecheranschlüsse für vorne und hinten. Wir haben einmal Batterie, 12 Volt, das ist das gelbe Kabel, was da reinkommt. Wir haben Rückwärtsgang, dann haben wir einmal einen Lichtanschluss, das heißt, ist das Licht in unserem Auto eingeschaltet, dann dimmt das Display ab. Zum Dimmen vom Display kommen wir gleich auch nochmal. Wir haben Key 2, Key 1. Was ist Key? Sagt uns Joying leider auch nicht. ACC, wir haben die Feststellbremse. ACC an der Stelle ist dann halt das Zündplus. Wir haben die Feststellbremse, um halt, ich sag mal, in Hersteller, Radios von Pioneer etc. ist es halt so, dass man Einstellungen nur durchführen kann, wenn man die Feststellbremse anhat, damit man es nur im Stehen macht. Ist Joying an der Stelle tatsächlich egal. Und wir haben Black, das ist halt natürlich die Masse. Die minus 12 Volt ist definitiv falsch. Masse ist es. Batterie 12 Volt ist okay, aber Ground minus 12 Volt. Wechselstrom im Auto, oh ja, nein, haben wir nicht. Das ist das komplette Teil. Und wie gesagt, ich hatte es schon im Auto. Vom Anschluss her, was tatsächlich wirklich ganz praktisch ist, ist, dass man die Pernöckels, die ich hier gerade fast abgebrochen habe, verschieben kann. Das heißt, man kann es halt von der Höhe her einstellen, wie man es haben will, und ist dadurch halt flexibel vom Einbau. Bei mir im Smart ist es tatsächlich so, dass das Display halt relativ hoch im Vergleich zum Einschiebrahmen ist und ich dadurch halt an der Stelle relativ weit runter muss. Hier ist es tatsächlich so, dass die tiefste Position, die ich hier habe, sehr optimal ist. Das heißt, das passt alles. Bilder und Videos gibt es noch, auch vom Einbau, auch wie ich das Ding brauchbar einbaue in den Original Smart coolen Audio weil ich wollte den unbedingt behalten, weil der sah ganz cool aus und da kommen wir auf jeden Fall noch zu. Da muss ich noch ein bisschen das Radio, also für den optimalen Einbau werde ich das Radio noch ein wenig bearbeiten und dann ist das halt tatsächlich drin. Angeschlossen wird der ganze Spaß halt einfach, indem man das Kabel halt nimmt, hier reinsteckt, dann automatisch verriegeln diese zwei Sachen und dann kann man das hier so reinschieben. Mit etwas Kraft rastet das ganze Spaß ein und da ist es auch schon. Das heißt, Radio ist zusammengebaut und Radio kann wieder ins Auto eingebaut werden. Ich zeige euch einmal das Originalradio. Das ist das Originalradio, was im Smart eingebaut war. Es ist nicht sonderlich schön. Es hat ein relativ kleines Display. Es hat hier auch noch extra so Verschraubungsösen. Es hat auch einen ganz anderen Stecker. Aber von der Form her erkennt ihr, so wie ich es jetzt gerade zusammengebaut habe, könnte es irgendwie annähernd passen. Das, was ich euch sagen kann, ist, dass dieser Kasten hier in den DIN-Rahmen reinpasst. Nur diese Führungsschienen hier, die passen da nicht. Die will ich aber auch noch in das Joying-Radio übernehmen. Wie gesagt, dazu wird es noch ein Video geben. Wir springen jetzt aber erstmal ins Auto und gucken uns den ganzen Spaß mal von der Benutzeroberfläche an. Und los geht's. Als erstes schalten wir die Zündung ein. Dann sehen wir, wie schnell das Radio eigentlich startet. Wir werden direkt mit dem letzt abgespielten Song begrüßt. Spulen ein wenig zurück und wechseln den Titel auf das nächste Lied. Die Liedumschaltung funktioniert echt sauber. Man sieht die Lieder als Dateiname und nicht als ID3 Tags in der Übersicht. Ansonsten pro Lied
Wenn es an ist, ja. In der Übersicht leider nein. Zurück auf den Homescreen haben wir unten im Menü halt die Musik, Bluetooth, Radio und Apps. Als erstes starten wir das Radio. Beim Radio muss man sagen, die Umschaltzeiten sind super. Wir gehen einmal alle Sender durch, die ich eingespeichert habe. Auch das Speichern funktioniert so wie erwartet. Einfach länger drücken, dann ist das Ding gespeichert. Es gibt kaum eine Latenz, sodass Autokino auch gar kein Problem ist. Dann machen wir Musik wieder an über das Startpanel. Als nächstes gucken wir uns das Bluetooth-Menü an, was wir haben. Einfach unten auf das Bluetooth-Zeichen drücken. Wir haben halt Telefonwahl, Anrufliste, Bluetooth-Audio, verknüpfte Geräte und die Bluetooth-Einstellungen. Gehen wieder zurück auf die Startseite. Als nächstes drücken wir auf den Navi-Knopf. Man kann eine App konfigurieren als Navi-App. Bei mir ist es Google Maps. Ich hatte gerade kein Netz, deswegen kommt da nichts. Und als nächstes gehen wir in die Einstellung. Das ist quasi so die Galerie von allen Apps, die installiert sind. Das Interessanteste wahrscheinlich nicht ist der Taschenrechner. Er funktioniert, mehr kann man dazu nicht sagen. Spannend ist anders. Als nächstes der File Manager. Wir sehen ein paar APKs liegen da rum, die nicht installiert sind. Warum? Keine Ahnung. Und dann gucken wir uns den Equalizer einmal kurz an. Wir haben ganz normal einen analogen Equalizer, den wir einstellen können. Wir haben einen Fader nach vorne, hinten, rechts, links. Wir haben einen Surround-Modus, der sich ziemlich interessant anhört. Was er genau tut, kann ich euch nicht sagen. Und wir haben noch Subwoofer-Einstellungen wie Trennfrequenz oder Bassboost. Als nächstes gucken wir uns nochmal die Galerie an. Das heißt, wenn wir irgendwie lustige Bilder auf dem Stick oder auf der Karte haben, können wir uns die angucken. Ganz spannend bestimmt nicht. Auf Seite 2 klicken wir einfach nochmal auf den Media Player. Der Media Player ist der altbekannte. Musik begrüßt uns wieder, wir können umschalten und wieder zurückgehen. Wenn wir einen anderen installieren, wird der auch hier auftauchen in dieser Übersicht. Die Einstellungen, gegebenenfalls ein bisschen interessant. Wir haben die Verbindungseinstellungen, die allgemeinen Einstellungen, die Einstellungen. Ich habe keine Ahnung. Als nächstes kommen die Installationseinstellungen. Da ist der Pin 3368. Das ist der Installationspin für alle Join-Geräte. Dann haben wir noch die Konten und halt über das Gerät. Ja, dann auf jeden Fall das letzte Spannende auf Seite 1 ist der CarLink. Der CarLink ist quasi die Android Auto und CarPlay Integration. Die Verbindung braucht ein paar Sekunden, dann kommt das Fenster auf. Die Notiz, die da halt gerade erscheint, ist neu seit dem Firmware-Update, das ich beim letzten Mal gemacht habe. Ja, CarPlay brauche ich hier jetzt, glaube ich, nicht weiter zu erklären. Es ist halt der externe Bildschirm von meinem Handy, komplett synchronisiert. Wireless an der Stelle, das heißt, wir sehen links meinen Akku, wir sehen meinen Netzstand, was ich habe. Kann Musik weiter zurück machen und es ist quasi wirklich mein Handy, wie es so ist. Das heißt, wenn ich bei meinem Handy eine Navigation starte, dann habe ich da die Navigation auch drin. Zurück auf der Übersicht können wir nochmal die Bildschirmhelligkeit probieren. Die Bildschirmhelligkeit regelt sich normalerweise über das Licht vom Auto, ist bei mir noch nicht angeschlossen, also kann ich es per Hand machen. Einfach nach unten ziehen. Leider nicht sonderlich hell, da komme ich gleich in der Zusammenfassung nochmal drauf. Da sind wir wieder zurück. Ich habe das Radio wieder ausgebaut. Ich will damit noch ein wenig rumspielen. Ich muss halt noch die Halterung anpassen, damit das dann auch wirklich schön und sauber drin ist. Aber Kurzzusammenfassung würde ich sagen, ist angebracht. Prinzipiell, was gefällt mir an dem Radio? Beim Radio gefällt mir auf jeden Fall der Preis. Knapp 300 € für ein riesiges Display, für Full HD Auflösung, für ein Android 10 Betriebssystem, 6 GB RAM. Das Teil ist schnell, das Teil macht Spaß, das Teil ist groß, alles super. Groß, wenn wir schon bei groß sind, 11,6 Zoll ist riesig. Also im Smart ist es tatsächlich so, dass das Lenkrad einen Teil vom Bildschirm abdeckt, weil es zu groß ist. Ich saß aber letztes Mal halt wieder im Octavia von uns
mit dem 9 Zoll Android Joying Radio und dachte mir so, das ist aber klein. Luxusprobleme, aber Größe ist auf jeden Fall sehr schön. Die Auflösung, das 9 Zoll, was wir im Octavia haben, ist deutlich schlechter aufgelöst, müsste, ich glaube, noch nicht mal HD Ready, also 720p, sondern irgendwas drunter. Hier Full HD Auflösung, macht natürlich auf jeden Fall Spaß, hat Joying aber natürlich noch mit zu kämpfen. Ist, glaube ich, gibt noch nicht so viele Radios von Joying, die halt die Auflösung haben und dementsprechend sind viele Knöpfe noch viel zu klein. Aber wir sind ja bei Vorteilen, also bleiben wir erstmal. Wireless CarPlay ist natürlich eine Funktion, also hier auch über die 5G, 5 GHz, nicht 5G, 5 GHz WLAN-Möglichkeiten, die wir jetzt haben. Mit dem Radio kann man CarPlay super gut machen. Auch Wireless CarPlay heißt, man geht ins Auto, muss nichts anschließen, ist mit seinem Handy verbunden und kann dann halt direkt alles mit bedienen, Google Maps machen, alles super. Ganz großes Kino. Android Auto, ich habe noch zufällig ein Android-Handy in der Gegend liegen, wo ich drankomme. Das heißt, das werde ich als nächstes auch ausprobieren, damit ihr auch seht, wie Android Auto auf dem Teil funktioniert. Ich bin sehr gespannt. Positiv auf jeden Fall auch das schnelle Hochfahren. Also ich sag mal, im Gegensatz zu den anderen Radios, die ich kenne, ich habe halt noch ein Pioneer-Radio und ein Kenwood Radio, ist es tatsächlich so, dass dieses Android Joying Radio einfach instant an ist. Man macht den Motor an, das Ding ist da und Musik spielt. Unglaublich cool. Genauso schnell ist auch das Radio. Also jetzt das Radio FM. Die Senderumschaltung habt ihr ja quasi in dem Video gerade gesehen. Das geht instant. Ich kenne es auch von früher. Ich habe mal ein Nexus-Tablet gehabt, also auch so ein Android-Tablet, habe da so einen Radiostick dran gehabt. Da hat man Verzögerungen gehabt von 2 Sekunden und das war dann auch tatsächlich von der Laufzeit her. Heißt, man saß im Autokino und hatte den Ton irgendwie 1 Sekunde zu spät. Bringt natürlich nichts. Hier ist es unglaublich, also es ist schneller als ein Pioneer-Radio oder sonst irgendwas. Ich schalte um und in dem Moment, wo ich drauf drücke, ist der neue Sender schon drin. Das haben sie auf jeden Fall sehr gut gemacht. LTE on Board. Ja, ich sag mal so, ne, in der Zeit, wo gerade 5G rauskommt, ist LTE nicht mehr so das Geilste. Dementsprechend gerade Radio rausgekommen, Radio gekauft. LTE wird sicherlich noch eine Zeit lang geben, aber an der Stelle, ich bin gespannt auf die 5G-Videos. Was ist noch schön? Verarbeitung. Also der Rahmen, ich habe es in meinem ersten Radio schon erzählt, es ist tatsächlich komplett, also es ist kein Plastik, es ist so ein Alu gefräst, geschraubt. Das ist halt wirklich sehr, sehr schön. Von hinten die Oberfläche, also klar, es ist irgendwie es ist geplant für den Kompletteinbau irgendwo. Nichtsdestotrotz, es sieht halt einfach, wenn man es von hinten sieht, sieht es kacke aus. Ich werde das wahrscheinlich hier einmal komplett vollflächig von hinten mit Plastidip nochmal bearbeiten, damit es halt auch einen dunklen Ton hat. Bei meinem Einbau sieht man es tatsächlich zum Teil, das heißt, man sieht den Rahmen davon und dann stört es einfach. Mein Hauptgrund, warum ich dieses Radio gekauft habe, ist, wie für die meisten, die halt irgendwie in der HiFi-Szene unterwegs sind, natürlich der digitale Ausgang. An der Stelle doppelt ausgelegt, das heißt, ich habe halt den optischen und den Coax-Ausgang und damit kann ich in die Endstufe rein und in die DSP oder in die DSP-Endstufe rein und habe dann halt wirklich keinen Qualitätsverlust. Das ist der Hauptgrund für dieses Radio für mich gewesen und heißt also, wenn ihr weiter meine Videos anschaut, werden wir auch noch Sachen sehen, wie dann halt dieses Radio an eine DSP-Endstufe angebunden wird und dann halt sein komplettes Soundpotenzial auslebt. Nachteile hat das Teil mittlerweile tatsächlich auch. Ich habe es erst 2 Wochen im Auto gehabt, ein paar Mal damit gefahren, nicht oft. Ab und zu mal im Dunkeln, ab und zu mal im Hellen. Und da ist auch schon der größte Nachteil, den ich bisher habe, die Helligkeit. Es ist tatsächlich so, dass das Display ist wunderschön, es ist groß, es ist super aufgelöst und es ist schweinehell. Ist gut, wenn es im Sommer die Sonne drauf knallt, alles super. Das Ding ist auch nicht entspiegelt, das heißt, so eine Mattfolie könnte vielleicht auch nochmal helfen, aber im Moment noch nicht. Aber dunkel kann es nicht wirklich.
Ich habe mal auf mein Handy, habe ich mal so eine Licht-App drauf gemacht. Das ist eigentlich auch egal welche. Die funktionierte relativ, hat mir Werte ausgespuckt. Werte von der Einheit her kann ich nicht sagen. Ich habe auf sowohl auf dem iPhone 11 als auch auf dem alten Joying Radio in unserem Octavia, als auch jetzt dieses Display hier einmal kontrolliert. Heißt, ich habe auf allen Geräten die Helligkeit auf Minimum gemacht, habe ein weißes Screen aufgerufen und habe mit meinem iPhone dann diese Bildschirme getestet. In der dunkelsten und in der höchsten Stufe. Ergebnis ist, das iPhone hat in der kleinsten Auflösung, also nicht in der kleinsten Helligkeitsstufe, so wenig, dass die App gar nicht reagiert hat, also 0. Und ging halt maximal hoch bis 1750 Einheit. Was auch immer Einheit ist, aber 1750 ist jetzt erstmal ein Wert, was die Maximalhelligkeit von einem iPhone 11 ist. Das ist schon krass hell. Als nächstes habe ich das Joying 9 Zoll genommen, was ich halt auch schon mal angeboxt habe. Das hatte einen Mindestwert von 161 und einen Maximalwert in der Maximalhelligkeit von 1405. Also nicht ganz so hell und ein bisschen nicht ganz so dunkel. Aber mit dem Radio fahren wir jetzt halt schon über ein Jahr rum und das ist okay. Im Sommer funktioniert es, im Winter funktioniert es. Wenn es dunkel ist, funktioniert es, wenn es hell ist, funktioniert es. Alles super. Das heißt von der Range her okay. Das 11 Zoll, was ich hier gerade vor mir habe, und was in den Smart Zoll, ja, das hat einen Mindestwert von 694 und einen Maximalwert von 1641. Bedeutet, also die Maximalhelligkeit ist fast am iPhone 11 dran. Das heißt, das Ding kann halt deutlich hell, also wirklich hell und kann auch deutlich heller als das Joying 9 Zoll. Aber bei der Dunkelheit ist es halt wirklich immer noch verdammt hell. Ich weiß nicht, was sich Joying dabei gedacht hat. Ich habe eine Anfrage gestellt. Da sind wir gerade dran. Das heißt, vielleicht kriege ich da halt Info, wie ich da halt noch irgendwie was machen kann, um das dunkler zu kriegen. Aber es ist halt so hell, dass, ich sag mal so, wenn man im Dunkeln mit einem Dark Mode Google Maps fährt, ist es okay. Das heißt, man wird nicht gestört. Sobald man Spotify oder irgendwas anmacht, was halt ein bisschen, kommt auf einmal ein helles Cover, dann ist man halt sehr geblendet und Gesicht ist komplett ausgeleuchtet. Das heißt, nicht gut, gar nicht gut. Ich hoffe, da werden wir noch eine Lösung finden. Zweites Problem, was ich habe, was ich aber auch schon bei dem 9 Zoll Joying hatte, war das im Wireless CarPlay-Modus tatsächlich die Reaktionszeit. Bedeutet, wenn man halt auf den Knopf drückt, nächstes Lied, dann braucht das Radio eine Sekunde, um halt diesen Befehl an das iPhone und wieder zurückzugeben. Stört nicht viel. Man merkt es ein bisschen im Navi. Da ist das Navi halt noch nicht um die Kurve, obwohl man schon um die Kurve gefahren ist. Ist aber trotzdem nervig. Im kompletten Flow, das heißt, ich will zurück, anderes Programm, was weiß ich was, wenn man gerade an der Ampel steht, ist es tatsächlich ein bisschen verzögernd. Ich kenne es von meinem Pioneer-Radio. Da ist es tatsächlich so, da ist es kabelgebunden. Ich weiß jetzt nicht, ob es am Wireless oder kabelgebunden liegt, aber da drücke ich drauf und der reagiert instant. Das heißt, so sollte es eigentlich sein. Das Firmware-Update hat an der Stelle auch nichts gebracht. Vielleicht, ich weiß es nicht, Kabelanschluss funktioniert, soweit ich weiß, jetzt CarPlay-technisch nicht. Also es ist halt nur per Wireless, aber ich bin dran. Was habe ich sonst noch? Eine Sache ist mir tatsächlich aufgefallen, ich habe es mir aufgeschrieben, und zwar, sobald ein Anruf reingeht, das heißt, man wird gerade angerufen, dann ist quasi das Anrufprogramm, das setzt sich immer in den Vordergrund. Das heißt, man kann halt auf Maps wechseln und es kommt aber das Anrufprogramm hoch. Es kommt immer das Telefonprogramm, sagen wir mal, was, wenn das Handy mit Bluetooth verbunden ist an dieses Radio, kommt immer hoch und lässt einen nicht bedienen. Auch mal wieder Luxusproblem, aber ja, das ist auf jeden Fall das, was mir bisher aufgefallen ist an diesem Radio. Das war es tatsächlich auch schon. Heißt, wir werden noch weitere Videos über dieses wunderschöne Radio machen. Es gefällt mir immer noch, es hat seine Schwierigkeiten, aber ja, die kriegen wir halt auch noch behoben. Im nächsten Video weiß ich noch nicht genau, was ich mache. Es gibt mehrere Möglichkeiten.
Entweder ich baue es schon ein und zeige den Einbau oder ich gehe näher in die Navigationspunkte rein und in die Einstellungen. Da muss ich mal gucken. Problem, wo wir nochmal bei einem Nachteil sind, ist, es gibt halt einfach gar keine Anleitung dafür. Heißt, die Menüpunkte, also ich sag mal, die deutsche Übersetzung war sehr grauenvoll, die englische ist okay, aber nichtsdestotrotz weiß man halt nicht, was macht. Genauso wie hier halt irgendwie Key, kann in, IR, was auch immer, sagt einem halt keiner. Und ja, das ist natürlich dokumentationstechnisch ein bisschen schwierig, aber das kriegen wir sicherlich hin. Und ja, bleibt dran, guckt euch meine nächsten Videos an. Wenn ihr noch nicht gemacht habt, guckt euch auch meine alten Videos an. Das heißt, das vom Auspacken und das Firmware-Update, gegebenenfalls auch nochmal das Auspacken vom Android 9er. An der Stelle, wenn das Radio mal drin ist und ich beide brauchbar vergleichen kann, dann gibt es auch nochmal so ein Android 9 Zoll gegen das 11,6 Zoll jetzt im Smart. Und ja, dann sehen wir uns. Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt und bleibt dran, abonnieren, Klingel. Ne, wollte ich nie sagen. Egal. Dankeschön und bis bald. Tschüssi.